Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit einer Übung von Hans-Ulrich Stepps euren Zungenstoß trainieren könnt für die Artikulation mit Tü. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, kann man beim Blockflöte-Spielen verschiedene Artikulationsarten einsetzen, also verschiedene Zungenstöße, weichere und härtere. Härter, sage ich jetzt mal vereinfacht, mit Tü und weicher mit Dü. Und wenn ihr das abwechslungsreich einsetzt, dann klingt euer Spiel natürlich am besten. Heute habe ich mal eine Übung rausgesucht, mit der ihr das Tü, also diese härtere Artikulation, besonders gut üben könnt. Die Übung ist von Hans-Ulrich Stepps von 1956 aus seinem Lehrwerk Das tägliche Pensum. Meins sieht so aus. Inzwischen gibt es da eine Neuausgabe, die ist Hochformat und schön bunt. Ich verlinke euch das unten mal. Und daraus habe ich jetzt die Übung Nummer 2 genommen, die eigentlich, wie dran steht, gedacht ist zur Lockerung des linken Daumens und des Handgelenks. Das ist natürlich auch gut und wenn das damit auch passiert, umso besser. Ich möchte sie aber nutzen, um mit euch mal das Artikulieren mit Tü zu üben. Denn, das habe ich auch schon mal in einem früheren Video erzählt, das Tü, der härtere Zungenstoß, eignet sich sehr gut für Anfänge von bestimmten Gruppen von Noten und auch für Sprünge zum Beispiel. Und in dieser Übung hier haben wir beides drin. Ich würde euch empfehlen, hier alle Noten, außer die vom allerletzten Takt von jeder Reihe, also alle Noten mit Tü zu artikulieren hier. Dann habt ihr nämlich den Anfang von jeder Gruppe mit einem T und die 2 Noten am Ende von der Vierergruppe jeweils sind ja dann Sprünge. Die macht ihr dann auch mit dem Tü. Ihr braucht also diese Übung nur zu spielen und darauf zu achten, dass ihr nirgends ein Dü macht, außer wie gesagt im letzten Takt. Da bietet sich das an, Tüdü, Tüdü, Tüdü zu artikulieren. Das wird sich dann insgesamt so anhören. Und das ist es eigentlich schon. So einfach ist es aber gar nicht, immer konsequent mit Tü zu artikulieren. Nach meiner Erfahrung mit Schülerinnen und Schülern wird das immer so ein bisschen abgeschwächt wieder und spielt man doch ein bisschen zu undeutlich, zu viel mit Dü, zu häufig mit Dü und zu selten mit Tü. Das ist einfach vielleicht auch ein bisschen anstrengender mit dem Tü, da so drauf zu achten. Deshalb versucht das wirklich konsequent zu machen und dadurch, dass ihr auch noch eine Zweierbindung hier drin habt, also die zweite Note in jeder Gruppe ja nicht artikuliert wird, ist auch eure Zunge schön locker zwischendrin. Das funktioniert also besser, als wenn ihr jetzt eine ganze Latte von Noten habt, alle mit Tü und alle kurz zum Beispiel, dann wird die Zunge viel schneller müde. Von daher finde ich diese Übung auch hierfür sehr gut geeignet, nicht nur für die Lockerung des Daumens und des Handgelenks. Falls ihr jetzt diese Noten nicht habt oder auch nicht anschaffen möchtet, ist das kein Problem. Dann könnt ihr selbst was komponieren ohne Noten mit 4 Noten, bei denen die ersten 2 gebunden sind und die 3. und 4. ein Sprung sind. Also zum Beispiel. Ja, dann würde ich sagen, werdet mal kreativ und versucht das mal so zu üben. Euer Zungenstoß wird es euch danken.
Ich wünsche viel Spaß dabei. Ich freue mich auch wie immer über Kommentare und Mitteilungen, was ihr noch für Fragen habt oder was ihr für weitere Vorschläge oder Wünsche habt zu Blockflöten-Videos. Jetzt sage ich erstmal bis nächsten Freitag. Tschüss!